Hallo, guten Morgen an alle. Hallo, guten Morgen. Heute reden wir über die Tremarella-Route. Das ist eine super Route für die Forellen, aber natürlich man muss das benutzen können. Wenn das nicht benutzen kann, ist praktisch wie gar nichts. Die Tremarella natürlich, die kann man erstmal in Italien raus, also wo ich 9 Jahre alt gewesen war, gab es schon die erste Tremarella. Jetzt bin ich 46. Ist nicht so viel Zeit, dass die in Deutschland sind, aber wie gesagt, viele Leute haben das probiert und natürlich viele, die haben auch nicht verstanden, wie das funktioniert, dann wie gesagt, bringt gar nichts. Aber wenn man da sich gut auskennt, dann das bringt viel Spaß. Also kann man viel Forellen fangen, ganz einfach. Und jetzt werde ich euch erklären ein paar Montage wegen Frühlingszeit, Sommerzeit, Herbstzeit und Winterzeit. So, also fangen wir an. In der Winterzeit ist bloß normalerweise ein Blei, weil, wie jeder weiß, die Forellen sind ziemlich tief, mehrere Maß sind auf Grund. Damit der Blei natürlich geht direkt auf Grund. Nur bei Schleppen, mit so einem Blei natürlich, ich komme etwas höher. Dann brauche ich natürlich eine lange Verfach. Hier habe ich natürlich eine Gummibärchen, wegen die Knoten zu schützen, ein Wirbel-Dreifach und dann habe ich ein langes Verfach von ungefähr 90 cm mit Diaken, das die Nummer 6 ist, wegen die Biermaden. Und dann werde ich euch erklären, wenn ich bei Fischen bin, wie funktioniert das mit Biermaden. Was passiert, wenn ich ein Kurzverfach habe, bei Schleppen, der Blei kommt hoch, und die Biermaden, die kommen auch etwas höher. Aber mit längerem Verfach natürlich, ich komme etwas höher bei Schleppen. Natürlich, wenn man schnell schleppt, dann kommt alles hoch. In Winterzeit muss man schon richtig langsam gehen. Und dann habe ich natürlich meinen Köder genau auf den Grund. Wenn der Grund sauber ist, dann habe ich überhaupt kein Problem. Das muss ich verstehen, wo ich fischen gehe. Und ja, das ist die erste Sache, was ich benutze. Ist eine, also kann nehmen von 2000 bis 3000 und muss nicht so groß sein natürlich, weil wir fischen ganz leicht. Als Hauptschnur habe ich ein 16 und normalerweise der Verfach habe ich immer ein 14. Manchmal kann passieren, dass die Forellen, die beißen auch viel. Und da kann ich sogar ein 22 benutzen, also natürlich mache ich das bei Großforellen. Wenn klein sind, 300, 400, 500 Gramm, die sind kleine Forellen, dann brauche ich keine dicke Verfach. Natürlich, falls ich entscheide mich stehen zu bleiben, natürlich lasse ich den Blei auf Grund, dann brauche ich, also wenn ich nicht schleppe, dann brauche ich nur einen Kurzverfach, dass der ungefähr so hoch geht, weil die Forellen sind ziemlich tief. Wenn ich einen langen Verfach habe, dann bin ich ein bisschen oben und die Forellen, die kommen nicht da oben, weil die bewegen sich nicht viel. In Sommerzeit und in Winterzeit, sorry, und das auch natürlich in Sommerzeit. Weil wenn das Oberfläche viel zu warm ist, natürlich die gehen auch tiefer, weil die brauchen frisch Wasser. Eine andere Montage, was in Winterzeit gut ist beispielsweise die Pose. Ich kann damit auch schleppen. Natürlich habe ich Blei oder die ganz Kügelchen, aber immer noch aus Blei. Eine kurze Verfach muss ich haben, von 20 cm. Damit bin ich immer auf Grund. Da muss ich ganz leicht schleppen, also ganz langsam. Damit der Köder ja bewegt sich schon. Aber die Forellen hat auch Zeit zum Beißen, weil Frühlingszeit ist was anderes, das sind auch schneller. Aber Winterzeit, die Fische sind langsam. Das so. Und viele Leute, die tun das montieren mit der Ghost aus Glas. Natürlich, was passiert dann? Wenn ich einen Ghost montiert habe, Beispiel, ein Ghost von 4 Gramm, das wiegt im Wasser wie ein Zweigblei, also das 50% weniger.
Bei Schleppen natürlich nicht zu hoch, auch wenn ich die gleiche Geschwindigkeit habe. Und deshalb wird das nicht funktionieren. Außerdem, die ganze Bewegung, was ich mit der tremarella mache, wenn ich einen Ghost habe, dann bringt gar nichts, weil die Pose ist am Wasser dran, Beispiel so. Und dann wird das gebremst vom Wasser selbst, weil wenn nur Schnee ist, dann okay, habe ich überhaupt kein Problem. Dann der Ghost bewegt sich richtig, so wie ich das bewegen soll. Durch die Pose wird das gebremst, der Ghost bewegt sich viel weniger und die Birmaden, der Teig oder sowas, bewegt sich noch weniger. Und dann natürlich wird die Forelle nicht so aggressiv, sagen wir so. Jetzt erkläre ich euch eine Montage mit Ghost natürlich. So, das ist hier ein Ghost, eine Slimform natürlich. Das heißt, dass der, wenn ins Wasser kommt, das sinkt ganz leicht ab. Ein Kugelchen aus Gummi, das damit kann ich meinen Knoten schützen, ein Wirbel, Dreifachwirbel und dann die Vorfach. Normalerweise ich mache immer 1,20 m, 1,30 m, weil da brauche ich schon etwas längere Vorfach. Bis 1,60 m, 1,70 m, wenn die Forellen nicht so aggressiv sind. Und das ist natürlich eine Shortform. Das sinkt noch schneller ab, natürlich, wenn Shortform ist. Und was wollte ich erklären? Also, wenn ich die tremarella Route habe und durch die Bewegung, mein Ghost arbeitet praktisch so, ungefähr, ins Wasser, ja? Und das heißt, dass auch wenn die Binnenmaden nicht so viel drin haben. So, hier haben wir dann natürlich die Bombarden, das Birulino. Die sind praktisch, sagen wir so, in dreifach, sagen wir so. Die sind natürlich, die bleiben ganz oben an der Oberfläche. Die schwimmen am Mittelwasser, weil wir müssen auch natürlich die Forellen suchen. Und muss man verstehen, in welcher Höhe die sind. Und die normalerweise, die geht auf Grund natürlich, und es liegt liegt immer, wie man das schleppt natürlich. Dann der Vorfach, die Montage ist ganz genau wie bei der Ghost, immer mit Gummikugelchen und so weiter. Und die Vorfach natürlich, ich mag von 1,70 m, 1,80 m bis 2,50 m auch manchmal, wenn die nicht so aggressiv sind, die Fische. Natürlich, wie gesagt, also die Bombarden wie die hier, und hier steht 2 Nummern praktisch, also Beispiel Gramm 8 und dann AF oder G steht auch drauf. Hier steht 2,75, das heißt, ich habe 8 Gramm, wenn ich werfe. Natürlich komme ich viel weiter mit einer 6 Schnur in die Rolle. Und 2,75, also das heißt, ich habe es ungefähr ins Wasser, wenn ich bei Schleppen bin, habe ich ungefähr wie ein 2 Gramm, fast 3 Gramm. Das heißt, ich bin bei Schleppen praktisch mit sowas, sowieso, Beispiel der Teich ist 2 Meter, ich bin praktisch bei 1,50 Meter Tiefe, weil das geht natürlich bis auf den Grund. Dann gibt es AF praktisch 7 oder 10. Aber ist schwer zu finden, normalerweise geht bis 7, 6, 5 und so weiter. Wenn ich, Beispiel 8, wenn die drehen, ist viel besser. Die Birmaden, die werden sich auch so gleich bewegen. Und natürlich, wenn die Forellen vorbei schwimmen, die werden daran beißen. Und AF oder G habe ich nur ein. Das heißt, dass ich habe die Bombarde, aber ich fische praktisch 60 cm, 70 cm unter der Oberfläche. Und ja, wie gesagt, der Vorfach muss natürlich länger sein. Ich habe euch ein paar Sachen erklärt, wie das tremarella funktioniert. Natürlich werde ich euch die Bewegung zeigen, wenn ich bei Fischen bin. Und ja, sowas kann man also, ich kaufe immer praktisch bei Lorizo Angelzentrum in Neuwied. Da finden wir tremarella, Rolle, Blei, Pose, Bombarden und praktisch alles. Der hat gute Sachen, echt Top Qualität und
ist nicht so teuer, also sehr gut Preis. So Leute, dann sehen wir uns bei Fischen beim nächsten Video, ja? Tschüss.